Ja, und jetzt blicken wir auf ein ganz anderes Thema. Vom Sport kommen wir zum Trinken. Die pfälzische Weinseele ist nämlich außer Sicht. Es gibt heftige Reaktionen, nachdem die Weinregion Pfalz bekannt gab, sie verabschiedet sich von der fast 100-jährigen Tradition der Weinkönigin. Künftig können sich auch Männer bewerben. Wäre das was für dich? Warum nicht? Allerdings so bin ich jetzt beim Weingenuss. Ich trinke ja, wenn dann mehr mal ein Bierchen. Aber ich habe vorhin gesagt, es heißt Pfälzer Weinkönigin. Es heißt, wir haben es jetzt nachgeguckt, nach heftigsten Diskussionen, pfälzische Weinkönigin. Aber eben nur noch derzeit. In Zukunft soll es nämlich Pfalzweinbotschafter für die Region Pfalz heißen. Kronen soll es auch nicht mehr geben, stattdessen Anstecknadeln. Und darüber wiederum wird jetzt auch noch ganz heftig diskutiert in der Pfalz. Nicht nur da. Bereits seit 1950 gibt es sie, die deutsche Weinkönigin. Gewählt wird sie aus den 13 Gebietsweinköniginnen der Weinanbaugebiete. Doch ein Gebiet schert nun aus. Die Pfalz will in Zukunft den Titel abschaffen. Aus der pfälzischen Weinkönigin wird die Pfalz-Weinbotschafterin. Statt der Krone gibt es eine Anstecknadel. Der Grund? Eine märchenhafte Königin sei nicht mehr zeitgemäß. Das stößt auf Kritik, auch aus der Heimat. Dass sozusagen das Amt der Weinkönigin abgeschafft wird und damit auch die Krone. Das hat Tradition bei uns in der Pfalz und alle, die ich kenne, die haben ihre Krone auch letztendlich mit Stolz getragen und deshalb halten wir nichts davon, dass das jetzt ersetzt wird durch den Begriff der Weinbotschafter. Die anderen 12 Anbaugebiete wollen den Titel Gebietsweinkönigin beibehalten. Auch das Deutsche Weininstitut, das die Wahl zur bundesweiten deutschen Weinkönigin organisiert, will das Wording aus der Pfalz nicht übernehmen. Die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner war 1995 selbst deutsche Weinkönigin. Sie kann die aufgeheizte Stimmung in der Pfalz nachvollziehen. In der Pfalz wird es wahrscheinlich auch sehr emotional diskutiert, weil das die Wiege im Übrigen auch des Amtes der deutschen Weinkönigin ist. Aber ich meine, der Berufsstand war bei der Entscheidung dabei. Letztlich ein Berufsstand, eine Branche hat ja darüber entschieden. Und die hat entschieden, dass in Zukunft auch Männer Pfalz-Weinbotschafter werden können. Bis zur ersten Wahl im Oktober dürfte es in der Pfalz in den nächsten Monaten also noch zu hitzigen Diskussionen kommen.